Wie war dein Tag? Wie war das Essen? Wie findest du meine Idee? Gut ist das langweiligste Wort im Deutschen. Grammatikalisch richtig, aber langweilig. Heute lernst du 11 Alternativen, die dein Deutsch sofort natürlicher und lebendiger klingen lassen. Und die letzte Alternative ist die beste. Bleib also bis zum Ende da. Ich habe für dich eine kostenlose PDF-Datei vorbereitet. Darin findest du alle diese Alternativen mit Erklärungen, Beispielsätzen und Übungen. Du kannst dir komplett kostenlos die PDF-Datei herunterladen. Klicke auf den Link unter diesem Video, gib deinen Namen, deine E-Mail-Adresse ein und schon nach ein paar Minuten bekommst du die PDF-Datei per E-Mail zugeschickt. Schau unbedingt im Spam-Ordner nach, falls du die E-Mail nicht sofort finden kannst. Okay, los geht's. Kategorie Nummer 1. Locker und umgangssprachlich. Diese Wörter benutzt du mit Freunden, mit der Familie und mit guten Kollegen. Sie klingen natürlich, lebendig und typisch deutsch. Bist du bereit? Alternative Nummer 1, klasse. Das war klasse. Das ist ein Satz, den du überall in Deutschland hörst. Wirklich. Klasse bedeutet sehr gut, toll, beeindruckend. Es kommt ursprünglich von dem Wort Klasse, also die Qualität oder das Niveau. Wenn etwas klasse ist, hat es Klasse. Es ist auf einem hohen Niveau. Du benutzt es, wenn du wirklich begeistert bist, aber locker, ohne viel Drama. Zum Beispiel, der Film war klasse. Das hast du klasse gemacht. Klasse, danke. Klasse funktioniert auch alleine als kurze und enthusiastische Antwort. Jemand erzählt dir eine gute Neuigkeit, dann sagst du, oh, klasse. Hast du dieses Wort schon benutzt? Schreib's unbedingt in die Kommentare. Wir gehen weiter zu Alternative Nummer 2. Das war richtig cool. Ja, du hast es richtig gehört. Cool. Viele Deutschlernende denken, cool ist ein englisches Wort. Warum lerne ich das im Deutschkurs? Weil Deutsche es wirklich benutzen. Jeden Tag. Fast in jeder Altersgruppe. Cool ist längst kein Anglizismus mehr. Es ist ein vollständiges, integriertes deutsches Alltagswort. Anglizismus bedeutet übrigens ein englisches Wort, das in eine andere Sprache übernommen wurde. Anglizismus. Cool bedeutet also gut, toll, beeindruckend, aber mit einer entspannten, lockeren oder lässigen Note. Es klingt nicht aufgeregt oder dramatisch. Es klingt locker und natürlich. Das ist das Wichtigste. Es klingt natürlich. Das ist eine coole Idee. Oder deine Wohnung ist echt cool. Oder cool, das machen wir so. Und genau wie klasse funktioniert cool auch als kurze Bestätigung. Jemand schlägt etwas vor, du bist einverstanden, dann kannst du einfach sagen, cool. Das bedeutet, alles klar, passt mir, ich bin dabei. Du hörst es überall, unter Freunden, bei der Arbeit, in der Schule, im Supermarkt, jung und alt, Nord und Süd, überall. Also wenn du cool sagst, klingst du nicht Englisch, du klingst Deutsch. Alternative Nummer 3, toll. Toll ist vielleicht das vielseitigste Wort in dieser Kategorie. Es bedeutet wunderbar, großartig, beeindruckend. Du kannst es für Personen, Dinge und Situationen benutzen. Das ist ein tolles Buch. Du siehst heute toll aus. Oder das war wirklich toll. Toll funktioniert in fast jeder informellen Situation, mit Freunden, mit der Familie, mit guten Kollegen. Du kannst dieses Wort immer benutzen. Aber Achtung, Ton und Betonung sind entscheidend. Das ist ganz wichtig. Wenn du na toll hörst, dann bedeutet es genau das Gegenteil. Deutsche sagen das, wenn sie sich über etwas ärgern. Ja, nicht freuen, sondern ärgern. So wie in diesem Beispiel hier. Na toll, es regnet. Ich hatte mich so auf den Spaziergang im Sonnenschein gefreut. Na toll. Also hier ärgerst du dich. Das ist interessant, oder? Diese Kombination na plus toll, na toll, kann auch sehr ironisch oder sauer, verärgert klingen. Alternative Nummer 4, Spitze. Kennst du diese Alternative schon? Denk unbedingt daran, dir die PDF-Datei herunterzuladen. Klicke einfach auf den Link unter dem Video
und lade dir die Datei mit allen Begriffen herunter. Spitze ist wieder ein Nomen, das zu einem Adjektiv umgewandelt wurde. Spitze bedeutet wortwörtlich der höchste Punkt von etwas, der Gipfel eines Berges, die Spitze eines Bleistifts. Und wenn etwas spitze ist, dann ist es genau das, ganz oben, einfach das Beste. Spitze, zum Beispiel, das war spitze oder du bist spitze, die Idee ist spitze. Spitze ist besonders enthusiastisch und noch einen Tick lebendiger, also noch intensiver als toll oder super. Wenn du Spitze benutzt, klingst du sofort wie ein echter Deutschsprecher. Wir kommen weiter, Alternative Nummer 5. Prima. Prima ist etwas Besonderes in dieser Liste. Es klingt ein bisschen altmodisch. Ältere Deutsche benutzen es oft, jüngere eher selten. Aber du hörst es regelmäßig bei der Arbeit, in der Familie, im Alltag. Prima bedeutet gut, in Ordnung, alles passt. Es ist weniger enthusiastisch als klasse oder spitze. Das ist eher ruhig und zufrieden. Prima, das klappt. Du hast das prima gemacht. Das ist ja prima. Wenn du prima benutzt, klingst du freundlich und angenehm, auch wenn es nicht das modernste Wort ist. Und genau deswegen ist es wichtig, dass du es kennst und verstehst. Und generell ist es mir als Deutschlehrerin wichtig, dass ich meinen Teilnehmenden, meinen Schülern immer unterschiedlichen Wortschatz beibringe. Ich möchte, dass Leute, die mit mir Deutsch lernen, immer die breite Palette von verschiedenen Vokabeln lernen, dass sie verstehen, was modern, was altmodisch, was authentisch, was unauthentisch ist. Alle meine Intensivkurse sind so aufgebaut, dass du deinen Wortschatz, deine Grammatik verbesserst und wirklich alle Vokabeln im Kontext lernst. Also wenn du gerade überlegst, wie du noch dein Deutsch verbessern kannst, dann schau dir unbedingt meine Intensivkurse an. Wir haben Intensivkurse für alle Niveaus von A1 bis C1. Und wenn du nicht weißt, welches Niveau du brauchst, dann kannst du vorher meinen kostenlosen Einstufungstest machen. Es geht weiter zu Kategorie Nummer 2, emotional und begeistert. Diese Wörter benutzt du, wenn gut einfach nicht reicht. Also gut ist mehr oder weniger neutral. Wenn dieses Wort nicht reicht, dann benutzt du Vokabeln aus dieser Kategorie. Also dann, wenn du wirklich begeistert bist. Wenn du jemandem zeigen willst, dass etwas dich wirklich bewegt hat. Okay, Nummer 6. Fantastisch. Ich liebe dieses Wort. Das war fantastisch. Du spürst sofort die Energie in diesem Wort. Das war fantastisch. Fantastisch kommt von Fantasie, also etwas, das fast zu gut ist, um wahr zu sein. Fast wie aus einem Traum. Fantastisch. Du benutzt es für große Momente. Ein außergewöhnliches Konzert. Wir waren im März in Sydney und haben da Phantom der Oper gesehen. Open Air. Das war fantastisch. Das war wirklich fast zu gut, um wahr zu sein. Ein unvergesslicher Moment. Ein unvergesslicher Abend. Also ein fantastischer Abend. Du hast es fantastisch gemacht, oder? Was für ein fantastischer Abend. Fantastisch ist stärker als toll oder klasse. Ich hoffe, du hast jetzt verstanden, in welchen Situationen und in welchem Kontext du dieses dieses Adjektiv benutzen kannst. Alternative Nummer 7, großartig. Schon das Wort alleine klingt groß. Es bedeutet außergewöhnlich gut, beeindruckend, herausragend. Also das war großartig oder du bist großartig oder eine großartige Leistung. Großartig funktioniert sowohl im lockeren Gespräch als auch in etwas formelleren Situationen. Zum Beispiel, wenn du jemandem ein Kompliment bei der Arbeit machst und es hat eine besondere Qualität. Es klingt aufrichtig. Wenn du großartig sagst, glaubt der andere, dass du es wirklich so meinst. Also großartig, ein tolles Wort. Alternative Nummer 8, wunderbar. Wunderbar. Das ist vielleicht das schönste Wort in dieser Liste. Es kommt von Wunder, also etwas
Magisches, Unerwartetes, fast Unmögliches. Wunderbar. Und wenn etwas wunderbar ist, hat es diese Qualität. Es ist schön, berührend, fast wie ein kleines Wunder. Wunderbar. Hier ein paar Beispiele. Das war wunderbar. Das war ein wunderbarer Tag. Du hast das wunderbar erklärt. Wunderbar funktioniert besonders gut für emotionale Momente, wie ein schöner Sonnenuntergang, ein bewegendes Gespräch, ein perfekter Moment. Ein sehr ähnliches Wort wie wundervoll. Wunderbar, wundervoll. Beide kannst du auch in formellen Situationen benutzen. Es klingt immer sehr elegant und aufrichtig. Und die letzte Kategorie, formell und professionell. Hier lernst du Alternativen für gut, die du im Büro, in Meetings, in offiziellen Gesprächen verwenden kannst. Alternative Nummer 9, perfekt. Das Wort perfekt kennst du wahrscheinlich schon, ja, aber wusstest du, dass wir es auf Deutsch in 2 unterschiedlichen Situationen benutzen? Wir benutzen es natürlich im eigentlichen Sinne des Wortes, also wenn wir sagen wollen, dass etwas sehr gut oder ohne Fehler ist. So wie hier, das war perfekt. Der Kuchen ist perfekt. Oder du hast das perfekt umgesetzt. Die zweite Bedeutung vom Wort perfekt ist aber ein bisschen anders. Wir benutzen das Wort dann, wenn wir eigentlich sagen wollen, einverstanden, alles klar, also wie eine kurze Bestätigung. Wie in Situationen wie diese hier. Jemand erklärt dir einen Plan, du verstehst alles und sagst, perfekt. Du kannst sagen, alles klar. Du kannst aber sagen, perfekt. Das bedeutet nicht, dass der Plan perfekt, also fehlerlos ist. Es bedeutet, alles klar, ich bin dabei oder das passt so. Diese zweite Bedeutung ist besonders wichtig. Du hörst sie sehr oft in Meetings, am Telefon und E-Mails. Ich schicke dir Unterlagen bis Freitag. Perfekt, danke. Ich melde mich morgen früh. Perfekt. Oder wir sehen uns morgen früh. Perfekt, machen wir. Also perfekt hat wirklich 2 sehr starke Bedeutungen. Perfekt, sehr gut oder fehlerfrei, fehlerlos und perfekt, alles klar. Alternative Nummer 10, wir sind fast am Ende dieses Videos angekommen. Abonnierst du schon meinen Kanal? Hast du mir einen Daumen nach oben gegeben? Bitte check das jetzt unbedingt, das ist dein Dankeschön für unsere fleißige Arbeit. Die nächste Alternative ist ausgezeichnet. Ausgezeichnet ist die eleganteste Alternative in dieser Liste. Es bedeutet hervorragend, von höchster Qualität, außergewöhnlich gut. Du benutzt es in formellen Situationen, also in Meetings, in Berichten, in offiziellen Gesprächen oder wenn du besonders elegant klingen möchtest. Schau mal hier, die Präsentation war ausgezeichnet oder sie hat ausgezeichnete Arbeit geleistet. Das Restaurant hat ausgezeichnete Bewertungen. Ausgezeichnet kommt übrigens von auszeichnen. Also jemandem eine Auszeichnung geben oder einen Preis verleihen. Hier hast du noch mehr Vokabeln gelernt. Wenn etwas ausgezeichnet ist, verdient es einen Preis. Wenn du dieses Wort benutzt, klingst du sofort kompetent und professionell. Es ist ein Wort, das einen Eindruck macht. Alternative Nummer 11, einwandfrei. Das ist die letzte Alternative, einwandfrei. Diese Alternative zu gut finde ich besonders interessant. Sie bedeutet, dass etwas ohne Fehler, ohne Mängel ist. Wortwörtlich heißt es, es gibt keinen Einwand, also keinen Grund zur Kritik. Die Arbeit ist einwandfrei. Das Produkt funktioniert einwandfrei. Er hat sich einwandfrei verhalten. Du hörst dieses Wort oft auch in professionellen Kontexten, in technischen Bereichen, zum Beispiel bei verschiedenen Geräten. Das Gerät funktioniert einwandfrei. Aber auch im Alltag benutzen es viele Deutsche, wenn sie wirklich zufrieden sind. Wie war der Service? Du kannst sagen, gut. Oder du sagst, einwandfrei. Okay, Leute, wir sind beim Bonus. Zum Schluss
habe ich noch ein Bonuswort für dich und ich bin gespannt, ob du es schon kennst. Wahrscheinlich, wenn du in Deutschland lebst, hast du dieses Wort gehört. Das Wort ist geil. Geil hat zwei sehr verschiedene Bedeutungen und genau das macht es so wichtig, dass du es kennst. Die ursprüngliche Bedeutung ist sehr vulgär. Sie beschreibt sexuelle Erregung, also sehr vulgär, wie ich gesagt habe. Aber im deutschen Alltag, besonders unter jüngeren Menschen, bedeutet geil etwas völlig anderes. Sie benutzen das Wort als Alternative für sehr, sehr gut. Es ist dabei enthusiastischer als einfach nur gut. Es bedeutet so viel wie fantastisch, unglaublich gut, beeindruckend. Also wenn du richtig happy bist, dann sagst du geil. Zum Beispiel, das Konzert war so geil oder der neue Film mit Ryan Gosling war echt geil oder ist echt geil. Alter, das ist geil. Du hörst es überall. Du liest es nicht in deinem Lehrbuch, aber du hörst es im Park, in der U-Bahn, unter Freunden, in der Schule. Man benutzt das tagtäglich. Aber, und das ist die wichtigste Warnung dieses Videos, benutze es niemals in formellen Situationen. Nicht bei deinem Chef, nicht beim Arzt, nicht auf dem Amt, nicht bei älteren Menschen, die du nicht gut kennst. In diesen Situationen klingt geil sehr unprofessionell. Also wirklich, pass bei diesem Wort auf. Die Regel ist einfach. Wenn du dir nicht sicher bist, ob die Situation locker genug ist, dann benutze lieber klasse oder fantastisch. Diese Wörter funktionieren immer. Aber wenn du mit guten Freunden zusammen bist und etwas wirklich beeindruckend war, dann bist du auf der sicheren Seite, dann kannst du das Wort geil verwenden. Jetzt bist du dran. Welches dieser Wörter gefällt dir am besten und welches kannst du schon? Schreib es in die Kommentare. Ich lese jeden Kommentar und beantworte wirklich alle Fragen, alle Nachrichten. Ich freue mich auf eure Rückmeldung. Hol dir jetzt die kostenlose PDF-Datei, mach unseren kostenlosen Test, falls du herausfinden möchtest, welches Niveau du hast. Wir sehen uns nächste Woche in einem neuen Video. Bleib dran und bleib fleißig. Ciao!